Ich mag moderne Jets von Kubi, besonders wenn sie so heimliche Transformer sind. Ciao ragazzi, willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Signore Blockstar und heute sprechen wir über ein Flugzeug aus Bella Italia mit amerikanischen Wurzeln. Und das klappt halt nicht nur bei der Mafia ganz gut. Wir sprechen heute über das Kubiset 5895, die F-35B Lightning II in der Version der Marina Militare Italiana, den Senkrechtstarter der italienischen Marine. Freunde, ich freue mich heute ganz besonders wie auf eine frische Lasagne. Herzlich willkommen bei mir in der Noppenklötzchenscheune und noch herzlicher willkommen gleich hier auf meinem Bautisch. Bella Italia bzw. Bella Maritima. Hier auf meinem Bautisch das Kubi-Set 5895 aus der Armed Forces Serie. Ein neuer Jet, deswegen Maßstab 1:48. Die F-35B Short Take Off Vertical Landing Lightning II aus 610 Steinchen und eine Minifigur. Und eigentlich haben wir hier sogar, ja, zwei, wenn nicht sogar drei Kubi-Sets auf einen Karton. Gefällt mir. Schauen wir uns die Rückseite an. Da haben wir ja unseren italienischen Piloten und der Stand deswegen auch hier mit zwei Nationen gelabelt. Die F-35 per se ja ein amerikanisches Produkt, aber hier in Nutzung der italienischen Marine-Luftwaffe. Wir bekommen Hinweise zur ARAM und zur Sidewinder. Zur Bewaffnung, da haben wir sogar ein Originalfoto, das gefällt mir. Und wir sehen, wir können das Cockpit aufklappen, sowie den internen Fahrwerksschacht bzw. Bombenschacht. Fakten bekommt ihr gleich. Aber das Wichtigste ist, liebe Freunde, wie schauen diese 610 Steinchen unserer italienischen Marine F-35 genauer aus? Das kriegen wir nur raus, wenn wir auch ein bisschen Short Take-Off und Vertical Landing machen, indem wir meinen Karton fliegen lassen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da haben wir unsere italienische F-35 auf dem Bautisch liegen. Hier sogar drei Tüten. Einmal ein Formteil für die charakteristische Nase hier vorne, schön bedruckt. Auch habe ich gesehen hier mit den Anker der italienischen Marine. Dann die Bauabschlusstüte 1 und die Bauabschlusstüte 2 durch mein Licht. Hier könnt ihr schon fast erahnen, überall alles in diesen Schwarz-Anthrazit und leicht grau und weiß gehalten. Da ist die Anleitung. Wichtigster Hinweis, Altersempfehlung ab 9 Jahren haben wir ganz oft bei diesen Sets aus der Armed Forces Serie, wenn wir über Düsenjäger sprechen. Die Anleitung pappt ein bisschen zusammen hier oben. Da wurde nicht gut getrennt beim Schneiden. Man muss hier bei mir gerade jede Seite so ein bisschen auseinanderreißen, finde ich schade. Es gibt keine Legende, also haben wir die typischen Kubi-Steine hier. Wir reißen die Tüte 1 auf, also diese hier, und verteilen unsere Steine und klemmen drauf los, wie wir das wollen. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche, Pfeile weisen uns den Weg und wir haben kleine Anlegehilfen, da sparen wir uns sogar das Noppenzählen. Und fertig sind wir dann, wenn wir natürlich die Tüte 2 durchgearbeitet haben. Und ihr seht schon hier, wir können verschiedene Varianten bauen, mit der Bewaffnung, ohne Bewaffnung, mit Fahrwerk, ohne Fahrwerk. Deswegen haben wir hier hinten den Baustep 82B, wenn wir über den Stand sprechen. Und wir sehen hier eine cleane Front von unten. Ist ja immer wichtig bei so einem Stealth-Flugzeug. Aber wie gesagt, wir können es mit Fahrwerk bauen, wir können es bauen mit der Bewaffnung. Das ist mal wirklich ein Set, wo ihr wählen könnt, was ihr wollt. Und das Coole ist auch, es bleibt eine Menge an Steinchen über. Viele Drucke haben wir hier auch, da freue ich mich auch drauf. Und wo ich mich darauf freue, ist der italienische Pilot, denn er hat so einen schönen 3-Tage-Bart und kommt mit Helm und Haarteil daher. Für mich als Figurensammler ein Grund, warum ich dieses Set haben wollte. Die Steineanzahl bzw. die Übersicht der Steine, die verbaut werden im Set, auf der letzten Seite, traditionell. Und wir sehen, wir haben Nummern unter den Steinen. Fehlt euch ein Stein, hier unten bei Kubi monieren. Ich hoffe, es gibt heute nichts zu monieren. Ich möchte jetzt hier diesen Jäger bauen und euch ein bisschen über die italienische Marine erzählen. Deswegen euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde.
Speedbildzeit ist Faktenzeit, liebe Ragazzi, und heute sprechen wir, wie schon angeteasert, über die Marina Militare, die italienische Marine. Wer sie ist, was sie kann und wie schaut ihre aktuelle Flugdeckpower mit Trägern und Flugzeugen aus. Italien betreibt heute zwei große Flugdeckplattformen, den STOVL, Short Take-Off Vertical Landing Träger Carrefour CVH550 als Kern der Carrier Strike Group und die neue LHD Trieste L9890 als amphibische Mehrzweckplattform und künftigen Carrier. Der berühmte Flugzeugträger Giuseppe Garibaldi ist 2024 außer Dienst gegangen und steht aktuell nicht mehr im aktiven Bestand. Daher beginnen wir mit der Carrefour. Sie ist das größte Flaggschiff für den seegestützten Einsatz des F-35B, den wir hier auch gerade bauen. 2024 erreichte die italienische F-35B-Komponente auf und mit der Carrefour die Initial Operation Capability IOC, ein Meilenstein, der während der Indo-Pazifik-Kampagne fiel. Damit ist Italien formal in der Lage, die F-35B von See einzusetzen, inklusive gemeinsamer Missionen mit der Luftwaffe und vor allen Dingen NATO-Verbündeten. Die Trieste wurde am 7. Dezember 2024 im Dienst gestellt. Sie ist das größte Kampfschiff, das in Italien seit dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Primär ist sie ein modernes Landing-Helikopter-Dock für amphibische Operationen. Aber nach Einrüstung weiterer Systeme soll ab 2025 sie auch als alternative F-35B-Plattform dienen. Die volle F-35B-Betriebsreife der Trieste wird nach heutigem Plan nach Abschluss der Nachrüst- und Zertifizierungsphasen erreicht. Konzeptionell kann sie bis zu 20 F-35 dann aufnehmen, in der B-Variante. Kurz gesagt, schon heute ist sie die amphibische Schaltzentrale der italienischen Marine, übermorgen dann zusätzlich ein echtes Träger-Update. Sprechen wir aber noch über das alte Eisen Giuseppe Garibaldi. 2024 außer Dienst gegangen, trotzdem kursieren Meldungen über mögliche Auslandsfolgereisen, denn Indonesien hat Interesse, diesen Träger zu erwerben. Operativ spielt natürlich dieses ausgemusterte Schiff in der Marine keine Rolle mehr. Kommen wir aber zur Luftkomponente auf und über der See und logischerweise auch das Herz einer Trägerflotte. Die F-35B Lightning II. Die Marine plant eine zweistellige Flottenzahl. Programmzahl traditionell 15 Navy Jets, eng verzahnt mit der F-35B, die auch die Luftwaffe Italiens benutzt. Nachweislich waren mindestens 6 Marine F-35B bis Herbst 2024 ausgeliefert. Die IOC-Meldungen 2024 bestätigen den einsatzfähigen Trägerbetrieb. Die Carrefour ist für F-35B Deck- und Hangarbetrieb ausgelegt. Die Trieste, wie schon erwähnt, folgt nach Modifikationen. Es gibt aber auch noch die berühmte AV-8B Harrier II Plus im Einsatz. Diese Jets standen 2024 noch in geringer Zahl parallel im Dienst und wurden im Rahmen der Indo-Pazifik-Übungen teils gemeinsam mit der F-35B geflogen. Der Ausstieg aus dem Harrier-Zeitalter ist aber faktisch eingeläutet und die operative Zukunft gehört natürlich der F-35B. Es gibt aber nicht nur Flugzeuge, sondern auch Helikopter für U-Boot-Jagd, Seezielflug und Transport. Rückgrat ist hier die NH-90-Familie. Die italienische Marine hat die NH-90-Lieferung abgeschlossen. 46 SH-90A für ASW, ASUW und 10 MH-90A für Transportaufgaben. Zusammen also 56 Maschinen. Darüber hinaus fliegt die Marine noch Augusta Vesta 101 Varianten sowie die AB 212
Das ist der berühmte Huey in Lizenz von Augusta Bell gebaut. Die Marina Militare ist klein, ca. 45 hochseetaugliche Schiffe, aber hochmodern ausgerichtet. Ein vollwertiger F-35B-Träger ist im Dienst, ein neues Großschiff mit zukünftiger F-35B-Option dazu in der Vorbereitung. Dazu die schon erwähnte komplettierte NH-90-Flotte und die bewährte Augusta Vesta 101 bzw. die Bell 212 an ihrer Seite. Damit spielt Italien ganz vorne mit, wenn es um seegestützte Luftmacht und amphibische Einsätze geht. Flexibel von Show-of-Presence bis High-End-Einsatz. Ja, liebe Freunde, das war mal ein aktueller Überblick über die Marina Militare in Italien, gerade hier perfekt für unsere F-35B, die Lightning II. Nach 1 Stunde und 45 Minuten steht sie da, unsere F-35B STOVL Lightning II aus der Armed Forces Serie in Lizenz von Lockheed Martin, das Kobiset 5895 aus der Armed Forces Serie in Marschab 1:48, unsere Marina Militare Version der Senkrechtstarter bzw. Short Takeoff and Vertical Landing Fighter der italienischen Marine. Und generell zur F-35 muss man mal etwas sagen, denn die F-35 ist so etwas wie vielleicht das Signature-Flugzeug von Kubi geworden. Wenn es die F-16 nicht geben würde, dann wäre die F-35 vielleicht hier das Aushängeschild von Kubi. Denn wir haben mittlerweile einige Varianten seit 2002 bei Kubi im Portfolio. Es sind sage und schreibe 7 Versionen. 2 habe ich euch auf den Bautisch gepackt. Einmal die F-35A Lightning II in der amerikanisch-polnischen Version und dann heute hier halt aktuell die Version von Anfang des Jahres 2025, die der italienischen Marine. Wir haben 7 Stück, unter anderem welche halt aus Polen, dem Vereinigten Königreich, aus Norwegen, aus den USA und natürlich jetzt hier Italien, habe ich euch gesagt. Ganz frisch noch dieses Jahr, 2025, die 5904 läuft gerade ein, die Husars-Version, auch eine F-35A, eine Lightning II der polnischen Luftstreitkräfte. Und sonst, wie gesagt, 7 verschiedene Versionen. Die meisten davon, muss man sagen, sind die F-35B, die STOVL-Versionen. Da haben wir 4 Stück von und wir haben 3 Versionen als F-35A. So wie gesagt wie diese hier. Sprechen wir aber über den Bau. Dieses Flugzeug hat 1 Stunde und 45 Minuten mir Spaß gemacht. Ich denke mal, jemand, der vielleicht nicht so viel Kubi klemmt wie ich, der hat da auch 2 bis 2,5 Stunden Bauspaß. Und was ich am Bauspaß halt schon mal sagen kann, ist, was ganz cool ist, wir haben hier ein paar Steinchen über. Viele dieser anthrazitfarbenen Fliesen und auch dieser 2x2er Slopes, diese auch 2 Plates hohen, weil wir das Flugzeug von unten auch noch ganz clean zubauen können. Und was mir besonders gefallen hat, ist die italienische Pilotenfigur, die zwar so ein bisschen gespiegelt ist wie die hier der polnischen, aber mir gefällt hier wirklich diese Figur. Das sage ich euch gleich. Bauspaß habe ich euch gesagt, der ist wirklich da, denn man baut hier erst schön den bulligen Mittelteil mit den Flügeln. Man geht gleich los, man verfließt gleich unten viel, man baut den Bombenschacht. Und was ich mit bullig meine ist, das seht ihr gleich, man baut hier irgendwann so einen großen Klotz dran. Hier seht ihr es, das gefällt mir, wenn man erst so etwas Kantiges, Großes baut, das was Klemmbausteine ausmacht. Und dann fangen wir aber an, hier die Lufteinlässe so zu bauen, schön mit hier Brackets und mit Noppen auf der Seite mit Kubiformteilen. Und dann bauen wir auch hier die Turbinen, Baustift 47, oder die Turbine für den Senkrechtstart. Also wirklich ein Set, das Spaß macht für relativ kleines Geld bei Kubi. Für eine relativ kleine Teileanzahl hat man hier, ich sag's euch, roundabout 2 Stunden, wenn ihr ungeübt seid, Bauspaß, würde ich mal behaupten. Wir haben einen Helm über wegen der Pilotenfigur. Die hole ich mal ins Bild. Wir können den Piloten natürlich nämlich wieder mit Helm
und Sauerstoffmaske verbauen. Die Sauerstoffmaske habe ich im Flugzeug verbaut gelassen, aber hier seht ihr auch dieses Dreieck mit der Tricolor und dem Flugzeug hier auf den Ärmeln des italienischen Piloten. Dann ein typischer NATO-Piloten-Overall, möchte ich mal behaupten. Und dann natürlich ein Bart, wie es sich gehört für einen Italiener, ne? Typisch Klischee. Ja, aber ne, ich finde auch, die Figur könnte ganz gut zu mir passen. Der Typ hat nur einen schwarzen Bart, ich mittlerweile einen immer mehr graueren. Aber ja, finde ich, Ähnlichkeiten sind bis auf die schlanke Figur vorhanden. Dann hier der Helm und die Sauerstoffmaske. Wie gesagt, die ist im Flugzeug verbaut. Die zeige ich euch gleich, beziehungsweise kriegt ihr ja auch eingeblendet. Dann kann ich euch gleich schon mal sagen, hat dieses Flugzeug auch eine Schwachstelle, die meine 35A-Version ganz, ganz schlimm hat. Das ist nämlich die Aufnahme vom Stand, die nämlich an so einen ja, halben 1x1er, halb ist auch nicht richtig, sondern der ist 2 Plates hoch, der innen hohl ist. Ich zeige euch das gleich, keine Angst. Da steckt der Stand drin und wenn man hier viel so steuert, kippt irgendwann das Flugzeug über diesen Stein rüber und der Stein kann natürlich wegen seinen 2 Plates hoch gar nicht richtig die Noppe von oben fassen und der Stab kommt von unten rein und somit wabbelt immer so ein bisschen der Flieger auf diesen Stein. Da ist es vielleicht echt am Überlegen, ob man sich hier den Stand nicht klemmt oder vielleicht es umbaut. Schön auf jeden Fall hier, wie aber auch in allen Versionen, jetzt hier der Stealth-Jäger, ich habe euch ja auch hier die F-22 reingepackt, weil es halt alles Lockheed Martin Maschinen sind, dass wir hier Jumper Plates haben. Hier eine 1x3er Jumper Plate, dass wir die Figur draufklemmen können. So, jetzt haben wir über den Stand schon viel geredet. Das hier ist übrigens das, was ich meine. Seht ihr, ich kann ihn einfach rausziehen. Da ist nicht viel Platz hier oben für die Tube hier unten, für die Noppe. Deswegen wird wahrscheinlich immer der Flieger drüber kippen. Wenn ich jetzt versuche reinzustecken, hängt es halt nur halb und es fängt an zu wobbeln. Bei der polnischen Version ist es ganz schlimm. Die habe ich hier wirklich nur mit Mühe und Not und viel Gebet hier auf den Tisch euch stellen können. Der Stand, ich mache es trotzdem mal, ich nehme es so ab. Ihr seht auch gleich, der Stein bleibt drin kleben. Ist typisch Kubi-Stand, den kann ein geübter Kubi-Bauer mittlerweile schon blind bauen. Das Typenschild Lockheed Martin und dann natürlich die italienische Tricolor und die amerikanische Fahne, Stars and Stripes und der Stern mit diesen angedeuteten Fliegern von Lockheed Martin und durchsichtig. Das finde ich gut. Das hat Kubi gut gemacht, diese schwarzen in durchsichtig umzustellen. Dann hier unser Flugzeug. Schön viele Drucke. Hier unten der Anker für die italienische Marine. Da steht auch Marina. Wir haben die italienischen Korkaden und hier hinten auch ein, ja, was ist überhaupt ein Adler? Ich denke mal, es soll ein Seeadler sein. Hier hinten auf dem Seitenleitwerk, der seine Krallen ausschwingt, so ein bisschen wie so ein ja, Stuka als Tier. Finde ich ganz cool. Also wir haben hier viele Drucke und diese weißen Streifen und auch diese grünen Markierungen, typisch für die F-35. Ganz toll ist natürlich an diesem Flugzeug, dass wir in Anführungszeichen Play-Features haben, nämlich wir können das Triebwerk hier nach unten steuern. Ihr seht schon, da können wir hinten in den Popo gucken. Es hängt an so einem C-Clamp und dadurch sehr wabbelig. Also wir müssen wirklich, wenn wir es so richtig in so eine richtige Funktionssteuerung halten wollen, geht es nicht so richtig, da müssen wir aufpassen. Also so hängt es dann, aber sonst tucken mehr und dann klappt es so runter. Also da ein bisschen aufpassen. Und natürlich, und das ist ein bisschen tricky, man braucht nämlich das, was ein Kubi-Bauer eigentlich nicht hat, nämlich Fingernägel, um hier hinten die Klappe aufzumachen, damit wir hier reingucken können und halt hier die Turbine sehen können für halt den Senkrechtstart, damit wir halt hier so starten können. Ganz runter hier, da muss man aufpassen, geht eh nicht, weil zack, dann hängt es hier, schleift sie am Boden. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist ein bisschen locker. Vielleicht, dass man da Papier reinklemmt oder es einfach, ja, je nachdem, wie ihr es hängen wollt oder stehen lassen wollt, präsentieren wollt im Regal, da müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Aber gut, dass wir darüber sprechen, denn ich habe gar nicht gedacht, dass ich das ja auch so auf den Stand packen kann. Ganz pfiffig halt auch bei der F-35 ist die Art und Weise, wie man das Cockpit öffnet. Auch hier braucht man das, was Kubi-Bauer traditionell nicht haben, Fingernägel, denn eigentlich wird es hier so reingeklemmt und von unten hält eine C-Clamp auch hier die Cockpit-Kanzel und da seht ihr halt dann auch die Sauerstoffmaske für den Piloten am Schlauch und hier haben wir auch toll bedruckt die Avionik. Sonst
Auch schön gelöst, was ich euch vorhin in der Bauanleitung gezeigt habe, sind die Lufteinlässe hier vorne. Die wirkt schon massiv, wirklich F35-like. Das ist cool, bisschen schal sind hier die Kanten. Und hier seht ihr jetzt auch, das, was ich euch gesagt habe, dieser massive Block. Ich finde es irgendwie ganz cool, dass wir einen haben. Klappe geht zu, rastet ein. Hier die Klappe geht zu, wird über diese eine Noppe hier eingerastet. Und hier das Triebwerk habe ich schon nach oben geklappt. Und dann habt ihr auch von oben hier schön da Bedruckungen. Und wir sehen ziemlich viele Fliesen. Sieht fast aus wie ein Dach hier. Aber es ist diese typische Stealth-Dreieck-Form. Formteil natürlich hier bei den Seitenleitwerken, das ist klar. Und von unten dann, ihr hört es schon hier vielleicht ein bisschen, da haben wir interne Waffenschächte mit Bewaffnung. Wir können das Gott sei Dank hier so rausklappen und haben dann dort die Bewaffnung. Da zweimal. Und natürlich dann hier an den Außenlastträgern sogar 6-mal. Also richtig stark bewaffnet das Teil. Wir können das Flugzeug in eine Flugversion umbauen oder mit Fahrwerk. Ich baue immer am liebsten mit Fahrwerk, einfach weil ich dann mehr zu klemmen habe. Das interessiert mich am meisten und ich zeige euch mal, wie es in der Bauanleitung aussieht ohne Fahrwerk. Dafür übrigens auch die extra Steine, die wir mit dabei haben. Und ich habe es euch vorhin beim Besprechen gezeigt. Hier geht's los. Da sind die Steine, die Noppen offen für das Fahrwerk anbringen. Und da seht ihr die extra Steine, die über sind. Hier Baustep 73B. Damit können wir dann das Flugzeug auch ja, richtig glatt machen. Das Fahrwerk ist quasi eingefahren. Und so könntet ihr das fliegend präsentieren. Ist ja immer eine Frage, wie man das möchte. Ich möchte am liebsten immer halt am meisten klemmen und deswegen baue ich meistens das Fahrwerk mit. Also ein schöner, kurzweiliger Spaß für alle, die mal nicht Standard Amerika haben wollen, sondern vielleicht mal auch außerhalb der Standards mal was bauen wollen. Ich fand diese italienische Version sehr interessant. Auch vor allen Dingen ist es immer sehr interessant, über europäische Flugzeugträger etwas nachzulesen. Also ich finde es auf jeden Fall interessant. Und es ist ja nicht immer nur alles Frankreich oder Amerika. Und deswegen hier Italien. Jetzt seht ihr schon hier ein bisschen das Gefummele. Mir ist der Stein abgegangen hier am internen Waffenschacht. Da muss man jetzt ein bisschen friemeln. Da muss man nämlich echt aufpassen. Ist zwar schön, dass der Noppen hat, aber ich muss ja trotzdem hier, und ja, wir sehen es, hier Noppen ist halt ein halber Stein, den wir hier drauf drücken. Aber wir wollen ja auch wieder alles so zusammenpacken, wie es sich gehört. Da kommt die Bewaffnung rein, Klappe zu. Und dann seht ihr hier nochmal das Dilemma mit dem Stand. Das heißt, ich drücke hier den Stein ein bisschen raus. So, und versuche es jetzt hier reinzudrücken und hoffe dann beim nächsten Mal, dass es einfach er hält. Na, ihr seht schon, er kippt schon ab. So zu drücken ist nicht gut. Boing. Jetzt habe ich sogar gegen die Kamera gewackelt. Drehen wir jetzt kurz zurück. So gehört sich das. Und es ist halt wirklich eine Schwachstelle dieses Flugzeugs. Dieser halbe Stein, an dem hängt es. Den hier rein zu buxieren ist auch so ein Thema. Er kann nämlich oft sich verkanten und dann steckt er nicht drin. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt müssen wir halt wirklich hier so nicht zu tief reinstecken, weil wir sonst gegen die Tube oben kommen. Also die Noppe. Ich sage immer Tube, weil wenn es offen ist, ist es ja auch mehr eine Tube. Und zu sehr draufdrücken, dann bricht er wieder drüber und wackelt zu sehr. So seht ihr es jetzt gerade auch. Lustigerweise habe ich hier eine kleine Fruchtfliege in meinem, wahrscheinlich jetzt auch auf dem Video, in meinem kleinen Bauzimmer. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt, denn Lebensmittel haben in meinem Bauzimmer absolut nichts zu suchen. Da fliegt sie, aber wahrscheinlich ist dieses kleine Insekt einfach auch angetan von seinen großen Fliegerbrüder hier von Lockheed Martin. Schreibt mir eure Meinung mal zu dieser italienischen Version unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch haben die Fakten auch gefallen zur italienischen Marine in der aktuellen Konstellation. Jetzt gibt es nochmal Fakten bei den Detailbildern zur Geschichte der italienischen Marine. Freunde, viel Spaß und dann schauen wir uns zum Abschluss in die Augen. Wie versprochen ein paar Detailbilder und dazu auch ein paar Fakten über die Geschichte der italienischen Marine. Die Wurzeln der italienischen Seefahrt reichen weit zurück ins Mittelalter. Besonders die mächtigen Stadtstaaten Venedig, Genua und Pisa prägten das Bild. Venedig war über Jahrhunderte eine der führenden Seemächte im Mittelmeerraum.
Mit seiner berühmten Flotte aus Galeeren sicherte sich die Republik nicht nur Handelswege, sondern auch Kolonien bis in den Orient. Die Seeschlacht von Lepanto im Jahr 1571 gilt als einer der größten Triumphe, als eine Allianz christlicher Mächte, angeführt auch von venezianischen Schiffen, die Osmanen entscheidend schlug. Doch auch Genua spielte eine große Rolle. Die Genuesen waren gefürchtete Seeleute, Händler und Entdecker. Viele Expeditionen, unter anderem Christoph Kolumbus, hatten genuesische Wurzeln. Pisa hingegen verlor seinen Einfluss nach der Niederlage gegen Genua im Jahr 1284 in der Schlacht von Meloria. Im 19. Jahrhundert, mit der Einigung Italiens 1861, entstand schließlich die Regia Marina, die königliche Marine des neuen Nationalstaats. Sie wuchs rasch und nahm an wichtigen Auseinandersetzungen teil, zum Beispiel in den Unabhängigkeitskriegen gegen Österreich. Besonders die Schlacht von Lissa im Jahr 1866 war ein einschneidendes Erlebnis. Dort erlitt die junge Regia Marina eine Niederlage gegen die kaiserliche österreichische Flotte, was die Bedeutung moderner Taktik und Technik deutlich machte. In den folgenden Jahrzehnten investierte Italien stark in den Ausbau seiner Marine. Sie wurde zu einem zentralen Instrument, um Kolonien in Afrika zu erobern und die Stellung im Mittelmeer auszubauen. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts zählte die Regia Marina zu den großen Seemächten Europas mit modernen Schlachtschiffen, Kreuzern und einer wachsenden U-Boot-Waffe. Damit war der Grundstein gelegt für die Rolle, die die italienische Marine in den kommenden Weltkriegen spielen sollte. Doch das ist dann schon eine Geschichte für ein anderes Mal. Ja, Freunde, das ist das Video fast so schnell zu Ende, wie wenn ihr eine Aufbackpizza ohne den Ofen vorzuheizen in ebenso einen geschoben habt. Eine weitere F-35, diesmal die B-Version Short Take-Off and Vertical Landing. Ein schweres Wort, da steht es nochmal auf dem Karton. Ich habe jetzt beim Video herausgefunden, ihr habt es gesehen, dass so im Regal es eigentlich auch ziemlich cool aussieht. Thema ist halt immer, solche Klappen, Kobi, wenn ihr solche exorbitant gut klemmenden und teilweise scharfkantigen Steine habt, dann ist das blöd, wenn ihr so Klappen verbaut, wo man nur mit Fingernägeln drankommt. Denn wenn man Kobi-Bauer ist, so wie ich, so viel hat man keine Fingernägel mehr. Die brechen mal leicht. Deswegen wäre es schön, hier vielleicht leichtere Mechanismen zu finden. Das ist aber ganz hohes Meckern auf noch höheren Vertical Starting Landing, wie auch immer, Niveau. Was nicht so schön ist, und das bei eurer 7. jetzt F-35, ist das Thema mit dem Stand, dass das so schnell hier kaputt geht. Ich hätte jetzt echt gedacht, ihr habt das vielleicht, liebe Kobi-Leute, jetzt in der Version überarbeitet. Leider nicht. Das ist ein riesengroßes Manko. Diesen Flieger kann man eigentlich fast nur ohne Stand ins Regal stellen, weil er immer hier über diesen eben abkippt. Schreibt mir eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentare. Ich habe es gerade schon beim Review-Teil gesagt. Habt ihr das Problem auch so oder habe ich das Pech, dass ich bei der F-35A und bei der F-35B jeweils hier auch eine B-Version bzw. ein Montagsflugzeug erwischt habe? Lasst es mich gerne wissen. Und dann, liebe Freunde, bleiben wir beim Italienischen. Ich sage ciao amici. Ich wünsche euch eine gute Zeit, einen guten Flug, ein gutes Schweben. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blogster. Auf Wiederbauen.